ganz kurz, nur 5,40 Meter mit insgesamt 10 Schlafplätzen. Ja, 10 sind es nicht ganz. Also 4 hat er so, wie er jetzt da steht schon. Und rein theoretisch könnte man sogar einen 5-Schläfer draus machen. Sollte man allerdings dann irgendwie eine Einbahnstraßenregelung finden. Ne? So, 5,40 Meter, unglaublich gefragt. Die Fahrzeuge kann man im Alltag verwenden? Ja, absolut, weil der nimmt ja nicht mehr Verkehrsfläche in Raum in Anspruch wie ein Pkw mit 5,40 Meter. Also wie ein großer Pkw zwar schon, aber damit kann man auf ganz normalen Pkw-Parkplätzen parken. Genau. Also nehmen wir mal einen Luxuswagen, zum Beispiel ein Audi A8. L zum Beispiel. Da weiß ich ganz zufällig, dass der 5,30 Meter lang ist. Genau. Der ist nämlich ungefähr genauso lang. Hast du Schwierigkeiten, Parkplätze zu finden mit einem? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Der steht zwar schon mal einen Tacken über, aber das passt. Alles gut. Hier ist der Tim. Tim, ich soll dich mal vorstellen. Woher kommst du? Gebürtig aus Wuppertal und lebe derzeit in Herzogenrath. Was hat dich hierher verschlagen? Du weißt, wo du bist. Du bist hier Nähe belgische Grenze, Holland und so weiter. Du bist ja weit weg hier von zu Hause. Die Liebe, tatsächlich, ja, genau. Ja. Die Liebe hat mich hierher geführt, mittlerweile verheiratet, glücklich verheiratet, 2 kleine Kinder. Okay. Und jetzt statt Pkw Reisemobile. Ja, das ist so. Und das heißt, du kommst eigentlich aus dem Pkw-Handel. Muss sagen, die Freude, mit dem die Leute Reisemobile kaufen, ist ein bisschen größer als ein Pkw. Absolut, definitiv. Kann ich nur bestätigen, ja. Ja, er war unglaublich lange da. Jetzt ist der Andreas ja jemand, muss man sagen, der stellt hier nur Leute ein, die unglaublich intelligent sind und gut aussehen. Wie bist du hierher gekommen? Also mein Durchschnitts-IQ, würde ich jetzt mal sagen, ist über dem Normalus. Ja, den Rest müssen andere bewerten. Aber ich denke, meine Frau ist doch eigentlich relativ zufrieden, würde ich mal so sagen. Ja, ich zeig das mal gerade. Denn der Andreas, der hat so einen kleinen Spleen, so muss man sagen. Schuhe auch hier, ne? Also du bist ja schon fast mit Marein-Caravaning hier. Ja, ich wurde allerdings heute Morgen dazu genötigt. Ich hatte noch irgendwelche anderen Schuhe an. Hat gemeint, du hast ja die roten Schuhe dabei. Habe ich gemeint, kein Problem. Aber es ist eher Zufall. Er ist schon sehr pedantisch, muss man sagen. Also in der Qualität, in der Ausstattung, wie die Fahrzeuge hier stehen müssen und so weiter. Du kommst damit klar? Er ist ein Profi durch und durch, ne? Also von daher auf jeden Fall. So soll es sein. Sag was anderes. Wenn du mir mal kurz verrätst, ungefähr wie groß du bist. 1,89 Meter, ziemlich genau. Das heißt, wir haben jetzt jemanden, der noch ein bisschen größer ist wie der Andreas, der 1,82 groß ist, 5,40 Meter. Ist natürlich ein tolles Reisefahrzeug, wenn du mal auf die Preisliste guckst, 71.279 € mit Aufstelldach, mit einer guten Ausstattung. Da bist du schon im Pkw-Bereich. Wenn du jetzt ein einigermaßen Luxusmodell nimmst, da kannst du nicht drin wohnen, oder? Absolut, ja, genau, das stimmt. Ne? Und man ist auch viel spontaner, was das Verreisen ins Grüne betrifft und so weiter. Ne? Ich zeig's mal gerade. Also du hast Malibu Van 540 dB Family 4 Modell 2022. Aufstelldächer habt ihr noch gar nicht so lange, oder? Nee, seit letztem Modelljahr haben wir die Ausstelldächer. Die waren auch im letzten Modelljahr stark limitiert, produktionsbedingt halt. Und jetzt dieses Jahr haben wir also wirklich schon einige Hochdächer verkauft. Und ganz witzigerweise ist das Aufstelldach, je kürzer die Autos werden, umso gefragter. Wir haben das im 540er sehr häufig verkauft, im 600er sehr häufig verkauft, beim 640er natürlich auch, aber prozentual gesehen geht es eher an die kürzeren Radstände dran. Eben wahrscheinlich kompakt, Familie, wird idealerweise nochmal als Zweitwagen genutzt, ersetzt dann einen Pkw oder so, ist schon wirklich eine ideale Geschichte. Und da oben kann man auch als Erwachsener drin schlafen. Ich sag mal, jetzt der Tim und ich, das wäre dann schon relativ huckelig, aber 2 Kids oder eine erwachsene Person mit einem Kind ist da überhaupt kein Problem. Ich habe so das Gefühl, dass die Schlaffläche oben sogar noch einen Ticken größer ist wie hinten, oder? Hier bei dem Modell. Ja, also von den Maßen ist sie nicht größer, sondern einen Tacken kleiner. Aber es ist absolut ausreichend. Auch die Matratze da drin, die ist so, dass man selbst mit 105 Kilo jetzt dann nicht am nächsten Tag die Ellenbogen und die Schulter blau und schwarz gelegen hat. Also das ist von der Liegequalität auch oberstes Niveau. So, das Model Tim bitte mal reintreten. Model Tim? Denn ist ja selten, dass ich mal jemand habe, der fast 2 Meter groß ist. Längsbett hinten. Wäre natürlich ein bisschen schöner. Jetzt hast du ein Querbett. Du magst mal Probe liegen, wenn du mal kurz vorsichtig dich da mal reinbegibst. Die Schuhe einfach hoch. Da vorne sind Decken. Der ideale Malibu-Verkäufer wäre jetzt eigentlich 1,60 oder so und hätte so 45 Kilo, ne? Damit kann ich leider nicht dienen. Ja, aber egal, der Tim passt aber trotzdem auch. Passt. Ja, passt. So gerade.
Es ist ja so, das ist vielleicht nicht das bevorzugte Fahrzeug für Leute, die jetzt 2 Meter lang sind. Aber du kannst ja auch noch oben schlafen. Der, ich sag mal, Liegekomfort oben ist noch viel besser. Oder du schläfst leicht angewinkelt. Wie ist es bei dir? Genau, also ich bin auch eigentlich eher der Typ auf der Seite und leicht angewinkelt. So würde ich jetzt eher weniger schlafen zu Hause, sondern tatsächlich dann eher. Ich schlafe auch immer Embryo-Stellung. So in dem Bereich. So, und das würde jetzt sowieso schon gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Probeliegen ganz wichtig, denn ich zeige nur mal gerade mal hier die Ausmaße von der Matratze. Du hast so eine Einstiegsstufe, da ist natürlich in dem Bereich, wo die Köpfe liegen, mehr Platz. Ja, natürlich. Das Schöne ist natürlich auch beim 540er, das Bett ist nicht so hoch verbaut. Man kann sich wirklich jetzt auch da einfach sitzend ins Bett legen. Oder halt, wenn man morgens jetzt Strümpfe anzieht oder so, kann man das wirklich auch dazu benutzen, um sich mal kurz abzusetzen. Ja. Wenn du dir Strümpfe anziehst. Achso, du meinst normale Strümpfe. Ja, normale Strümpfe, Socken. Wenn man sich Socken anzieht, Sven. So, da vorne hast du einen richtigen Kleiderschrank mit drin, also so eine Art Schrank, der oben drüber ist, der dich aber an den Kopffreiheit hat. Du hast sehr viel Kopffreiheit mit drin, auch gar nicht stört. Die Ausführung der Beschläge und so weiter, das ist Carthago. Das ist Carthago-Malibu, das ist schon eine hohe, gleichbleibende Qualität, die wir bei allen Fahrzeugen wirklich konsequent durchziehen. Da wird auch irgendwie nicht der Rotstift angesetzt oder der Gewichtsstift, das passt einfach, weil hier ist die Langlebigkeit, geht einfach und steht vor allem im Lastenheft, ja. Ja, mach mal bitte auf, hier ist noch ein großer Schrank. Auch da, den kann ich nutzen und zwar direkt, wenn ich liege, kann ich die wichtigsten Sachen reinmachen. Unterwäsche zum Beispiel, der geht bis hinten durch. Der geht bis hinten durch, genau. Und auch ganz interessant ist der Kleiderschrank, der daneben ist. Tim, nehmen wir gerade an hier. Der daneben ist, der ist im unteren Bereich ist der offen, damit eben die Kleidung nicht aufliegt, sondern wenn man jetzt was Längeres hat, dann kann die unten noch schön raushängen und ich habe keine Falten drin. So, jetzt ist der Tim ein großes Exemplar eines ausgewachsenen Mannes. Wenn du mal gerade noch mal aussteigst, bitte. Der Andreas, ich liebe das immer, wenn du mir ordentliche Exemplare lieferst, die auch mal ein bisschen größer sind. Du bist noch mal 1 Meter. 1,89, genau. Und ich muss auch echt sagen, trotz alledem, dass ich kein Leichtgewicht bin, das liegt sich hervorragend auf den Matratzen. Das sind 7 Zonen Kaltschaummatratzen mit einem richtigen Lattenrost drunter. Also besser geht's nicht. Sag mal. Ist ein Lattenrost drunter, echt? Ja, was denkst du, also Sven? Ja, was zu beweisen war, weil so ein Lattenrost sieht so aus, als hätte es wenig Funktion, aber das ist richtig gut für den Schlafkomfort. Auf jeden Fall. Also ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, wenn ich mich mal zum Probeliegen oder meine Mittagspause hier drin verbringe. Nein, Spaß. Aber es ist wirklich sehr... Ist schon passiert, hast du mir erzählt. Erste Abmahnung, die er bekommen hatte, er ist eingeschlafen auf dem Bett von Malibu. Ja, genau. Weil er wollte sich nur kurz hinlegen und dann ist er aufgewacht, hat gesagt, mein Gott, ich bin ja im Urlaub. Genau, so ist es auch, weil die Mitarbeiter werden ja bei uns streng geschult auf die Produkte und dann müssen die auch in die Fahrzeuge rein und sich wirklich überzeugen, wie hier alles so funktioniert. Und da habe ich ihn dann tatsächlich hier erwischt und da ist er auf dem Bett eingeschlafen. Ja. Da ist das, also voller Zufriedenheit. Ja, die Oberflächen, das ist alles, ich sag mal, Industriequalität, wie du das kennst, von entsprechenden Arbeitsplatten. Das ist, ich sag mal, belastbar. Die Fahrzeuge sind ja jetzt gebaut, ja, zwar nicht für die Ewigkeit, aber für die nächsten 20, 30 Jahre. Ihr habt viele Malibus, die alt sind. Ja, also das Thema Malibu, 79 hat ja der Karl-Heinz Schuler angefangen, Kastenwagen zu bauen und da steckt da schon viel Erfahrung da drin. Ich meine, er hat eine ganze Zeit lang keine gebaut. 2014 oder 13 hat man das Thema wieder aufgenommen und man hat das ganze Thema Kastenwagenbau weiter perfektioniert und heute steht, glaube ich, das Thema Malibu im Markt beim Kastenwagen für Qualität, solide und robuste Fahrzeuge. Ja, auch die Detaillösung, die wir halt hier haben, ja, hier nochmal so eine große Schublade unter der Sitzbank eingebaut und dann auch ganz wichtig, ich kann ohne jetzt großartig etwas hier wegzunehmen, kann ich das einfach hochklappen. Da hinten habe ich nochmal ein Staufach dementsprechend drin, den ich nochmal nutzen kann, um Spannungswandler zu verbauen oder Brennstoffzelle oder halt einfach nur nochmal zusätzliches Gepäck zu verstauen. Ja. Ja, wir sind ja auf 5,40 Meter, das ist fast unmöglich, da viel unterzubringen, aber es geht. Wenn du mal gerade mal aufmachst, bitte Tim, hier vorne die Schubladen. Dann mal reingucken. Das ist eine Besteckschublade, die da ist, drunter. Genau. Die Schubladen sind, mach zu. Die Schubladen sind wirklich riesig bei uns, auch alle mit Softclose. Ja. Wir haben ja beim 540er haben wir den Kühlschrank da vorne mit verbaut und demnach sind die Schubladen trotzdem sehr tief, sodass ich also wirklich noch sehr viele Sachen einbringen kann. Ja, also auch hier unten.
5,40 Meter ist eine große Herausforderung. Wie stark sind die denn gefragt, die Fahrzeuge? Weil vom Preis her geben die sich ja gar nicht so viel. Ob du jetzt 5,40 Meter oder 6 Meter nimmst. Aber das ist ja eine Lebenseinstellung. Das heißt, mit 5,40 hast du ein Auto, was du im Alltag als Hauptwagen benutzen kannst. Ja, also 540 oder 600er, das hat eigentlich nichts mit dem Budget zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass einer, der einen 540er kauft, auch einen 540er haben möchte. Weil er eben sagt, ich möchte den jeden Tag nutzen, Pkw-Ersatz zum Teil. Oder der einfach sagt, ich suche für den Urlaub ein kleines, kompaktes und ich finde, das Schlagwort ist agiles Fahrzeug. Jetzt kann man darüber streiten, wie viel ist ein 540er agiler wie ein 600er. Es gibt ganz klar Argumente für so ein Auto und dann soll man auch sowas kaufen, ja. 500 Kilo Zuladung ist, obwohl er jetzt ein Hubdach hat mit allem drum und dran. Das Dach alleine wiegt 105 Kilo, die ganze Geschichte da oben drauf. Das bringt schon einiges an Gewicht mit und trotz alledem ist 500 Kilo für einen Kastenwagen verdammt viel Zeug. Also ich glaube nicht, dass man den voll kriegt jetzt. So, also ein echtes 4-Personen-Fahrzeug. Du hast 2 Kinder. Man will natürlich so viel Komfort wie möglich mitnehmen. Wenn man hier zu zweit oder alleine reist, dann ist das natürlich ein ganz tolles mobiles Büro. Du kannst hier drin arbeiten, du kannst hier drin kochen, du kannst einen Kühlschrank verwenden. All das hast du dir schon damals mal drüber nachgedacht, dass du gesagt hast, okay, als noch bei einem großen deutschen Automobilhersteller warst, naja, so ein Reisemobil wäre auch gar nicht schlecht. Oder hast du eins? Nee, ich habe tatsächlich keins. Als ich hier angefangen habe, habe ich gedacht, das ist mal was Neues, das ist was Spannendes, eine ganz andere Branche nochmal als im Pkw-Bereich. Wir sind ja hier in der Freizeitbranche. Und ja, aber ich bin mit der Einstellung hier reingekommen, was nicht ist, kann ja noch werden. Mal gucken. Ja, das Ganze ist so, die Leute kommen mit dem Grinsen hier rein. Ihr habt im Moment ein bisschen zu wenig Fahrzeuge, muss man sagen. Ja, wir sind jetzt gerade kurz vor Modellwechsel. Also ganz großer Termin ist natürlich der Caravan-Salon. Ab da gibt es die Order-Session. Wann treffen die 23er ein? Ja, also das muss man so sagen. Es wird nicht klassisch, wie es früher gewesen ist, so sein, dass man auf dem Caravan-Salon, ja, sieht man 23er Modelle, in Anführungszeichen 23er Modelle. Es wird aber keinen schlagartigen Wechsel geben. Ja, man wird sukzessive in die laufende Produktion 23er Modelle mit einfließen lassen, weil Carthago Malibu gesagt hat, und das finde ich auch extrem wichtig, bei uns wird kein endkundenverkauftes Auto weggestrichen. Natürlich sind bei uns auch in der Gruppe Bauplätze weggefallen, wo dann aber freie Bauplätze genommen worden sind und Endkunden verkaufte Fahrzeuge, die waren von vornherein heilig. Da ist kein einziger, zumindest mir keiner bekannt, weggefallen. Und von daher produziert man das 22er Modell mindestens noch bis Februar, tendenziell März 23 und wird erst jetzt im September, Oktober damit anfangen, die Vorführwagensätze für die Händler zu bauen, damit noch in diesem Jahr der Vorführwagensatz bei den Händlern in Deutschland landet, sodass man die 23er Modelle zeigen kann und die ersten endkundenverkauften Autos fürs 23er Modell werden ziemlich sicher nicht vor zweites, tendenziell drittes Quartal beim Endkunden sein. Das ist einfach die Realität, die aufgrund der diversen Umstände, ich möchte nicht näher darauf eingehen, geschuldet sind, aber ganz wichtig ist, endkundenverkaufte Autos sind safe. So, sehr schön. Geh mal rein, bitte. So, jetzt haben wir hier natürlich einen schönen Fall. Bitte mal Licht anmachen. Sardinenbüchse. Mensch, Sven, die Seife ist gerade gefallen. Kannst du mal, Sven sagt schon, Tim, kannst du mal gerade die Seife aufheben? Das würde jetzt, glaube ich, eine Herausforderung werden. Hast du Licht an hier drin? Nee, ganz witzig. Ich habe gerade hier probiert. Das Licht, doch, es geht wohl. Das ist aber dunkel, mein lieber Schwan. Das hätte sehr heller ausfallen können. Ja. So, ist so, das ist jetzt die Duschposition. Es gibt hier bei dem Bad ja 2 Positionen. Es würde gehen. Jetzt ist so, nicht jedes Reisemobil passt auf jede Person. Im Notfall würde es gehen, oder? Im Notfall würde es gehen, ja. Aber ich glaube, ich würde eher die Dusche draußen oder auf dem Campingplatz dann bevorzugen. Andreas, bitte mal wechseln, dass wir das Ganze mal sehen. Er ist jetzt 1,82 Meter. Lass mich mal da rein. Und also ich bin ja so schlank, ja, dass das für mich überhaupt kein Problem ist. Das heißt, zack. Also ehrlich wird am längsten, und wenn man sagt, also ich habe jetzt eine Person, die wirklich sehr kräftig ist oder stark, wie man ja heute nennt. Also ich könnte jetzt hier duschen, Tim. Super. Du siehst, also ich habe 108 Kilo heute Morgen gewogen, weil wir ja gestern beim Griechen waren. Sven, dachte ich stelle mich nochmal auf die Waage. 108,7 Kilo. Also ich könnte es.
Du kennst es. Ja. Das Klo, wie kommt das raus eigentlich, Andreas? Wie ist raus? Das Klo, wie das rauskommt? Die Toilette meinst du jetzt, ja? Warte, ich bin doch gerade hier eben... Ach, da siehst du, ich habe gerade echt... die Toilette ist eigentlich relativ easy going. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, die Toilette halt rauszuziehen. Eigentlich macht man das hier unten mit diesem Hebel, ja, mit diesem Fuß, da tritt man halt einfach nur drauf und dann kannst du hier rausziehen. Der steht jetzt hier nur gerade bei uns in der Ausstellung. Steht extrem schief. Extremst abschüssig, deswegen nehme ich die Hände einfach mit zur Hilfe und dann rasselt das ein und dann kann ich hier auf die Toilette gehen. Okay, verstanden. Das heißt, Ja. du hast den Platz dazu da. Es ist auf jeden Fall eine größere Dusche, als ich in manchen anderen Fahrzeugen erlebt habe. Ich meine, wir sind auf 5,40 Meter. Das ist die Quadratur des Kreises. Viele Fahrzeuge in der Länge haben gar keine Dusche. Ja, aber fairerweise muss man eins sagen, egal wie groß einer ist, wenn ich hier auf Toilette gehe, die Tür muss aufbleiben. Das ist einfach so, weil da wüsste ich jetzt nicht, wohin mit den Knien halt. Ne? Ach so. Waschbecken ist auch ganz witzig hier. Das kann man hier rausklappen. Das ist ein sogenanntes Klappwaschbecken. Erinnert so ein bisschen an den Spucknapf beim Zahnarzt. Aber es erfüllt seinen Zweck zu 100%. Ja gut, man hätte ja noch die Möglichkeit, da vorne ist ja noch ein Riesenbecken. Das könnte ich ja auch noch nutzen für Haare waschen und Co. Ja, das würde durchaus funktionieren. Durch das Toilettenfach da vorne kann ich auch schön meinen Duschschlauch rausnehmen. Muss ich nur einen längeren Schlauch dran machen, 2 Meter beispielsweise. Und dann habe ich auch direkt in einem eine Außendusche. Ganz wichtig ist für die Fans des Kompressorkühlschranks, dieses Modell hat einen Kompressorkühlschrank verbaut. Ja, der hat, Tim, schlag mich tot, 100 Liter, ist das richtig? Ja. 100 Liter Inhalt mit einem kleinen Gefrierfach oben drin. Und von daher alles gut. War eine Testfrage. Ne? Ist das Fahrzeug gasfrei? Nee, das ist nicht gasfrei in Anführungszeichen. Der hat noch den Gaskocher drin, Ja. 2 Flammenkocher und der hat die Truma 6 verbaut, die Gasheizung. logischerweise jetzt hier mit Gas läuft. Da gibt es auch eine Dieseloption. Ich weiß aber, dass in 22 die Dieselheizung oftmals dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, weil sie einfach nicht lieferbar war. Dann haben Autos lange gestanden und dann sind viele Kunden dann doch auf die Gasheizung umgeswitcht. Läuft uns sehr, sehr gut, die Dieselheizung. Die Gasheizung noch ein bisschen unkomplizierter. Dazu. Alle nichts. Warst du mit der Kamera schon oben drin? Ja, ich war schon oben drin. Ja, aber hier das Fach würde ich gerne noch kurz mal filmen, weil da könnte Ja, ganz wichtig übrigens. der Tim drin schlafen. Ja, pass auf, was nicht viele Leute wissen, geh mal gerade einen Schritt zurück mit deiner Kamera. Ja. Geh mal gerade zurück, bitte. So, ich kann mit einem Handgriff kann ich den Tisch hier rausnehmen. Zack, du siehst das, geht wirklich easy going. Und beim 540er kann ich den Tisch hier oben drin verstauen. Ja. Ja, weil du hast ja eben so auf den Putz gehauen mit deinem Kabel, wie toll du da den Tisch verstecken kannst. Das kannst du hier auch. Ja, und da mit den beiden Stempeln. Da kannst du mit Trommeln. Okay. Ja, nee, die kannst du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo im Gepäckfach oder hier unten. Wir haben ja hier dieses Podest nochmal, da kann man die dann bequem mit reinlegen. Also alles gut, ja. Schön. Das ist ideal jetzt als Schuhfach oder so oder auch wieder um irgendwelche Nachrüsttechnik zu verbauen. Das ist schon alles toll gemacht. Elektrische Trittstufe, relativ breit und trittsicher ist hier dementsprechend verbaut und dann chronologisch alle Lichtschalter inklusive, ne, das ist einmal Außenbeleuchtung, dann hier dann die Beleuchtung bis nach innen reingezogen. So, wir gucken mal hinten rein. Ja. Wie beim Urologen. Wie beim Urologen schauen wir mal hinten rein, genau. Das Ganze mal anschauen, denn die Farbe ist grau, ist das weiß? Was Nee, das ist weiß. Also schau mal, direkt neben dir steht ein grauer. Diese Farbe nennt sich, Tim? Expeditionsgrau. Expedition Grey, ja, genau. Expeditionsgrau und das ist Expeditionsweiß. Das Ja. ist Expeditionsweiß, genau. Nein, Quatsch, das ist einfach weiß. Übrigens zwischen grau und weiß, Temperaturunterschied ungefähr Also 18 grau- Grad. Wie viel? 18 Grad haben wir gemessen. Nee, das stimmt nicht. Außen. Wie außen? Außen. Auf einer weißen Oberfläche sind 18 Grad weniger Temperatur als auf einer grauen, wenn die Sonne scheint. Habt ihr das außen gemessen? Auf die Außen Idee sind wir nicht. Wir haben das mal innen tatsächlich gemessen. Nee, außen. Einfach nur. Nee, wir haben es tatsächlich mal innen gemessen, einen weißen und einen schwarzen Van. Beide Fahrzeuge waren jetzt gleich, also aufbautechnisch etc. Und wir haben die beide zur gleichen Zeit morgens früh aus der Halle gefahren und gegen Mittag gemessen und der Temperaturunterschied war 5 Grad. Gut, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt 20 Grad zu 25 Grad habe, dann kann ich da gut mit umgehen. Wenn ich jetzt 35 Grad zu 40 Grad habe, dann sind das vielleicht die entscheidenden 5 Grad, wo ich sage, jetzt ist es mir zu viel. Aber ich habe auch da gedacht, es ist tatsächlich mehr, dass ein schwarzes Auto sich noch doller
aufheizt. Die Türen kannst du natürlich auch umschlagen hier. Einfach nur den Knopf drücken, so habe ich dann... Das geht? Ja, das geht ohne Probleme. So, dann ist hier vorne ein Rausfallschutz. Oder was ist das hier, dass man da nichts kaputt macht? Ja, genau, das hat zwei Gründe. Zum einen liege ich ja hier beim 640er beispielsweise, würde ich jetzt hier mit dem Kopf liegen, dann habe ich jetzt hier nicht so eine Kältebrücke. Und es ist aber auch so, dass eben Kopfkissen oder Plumeau jetzt hier die Jalousien, die dahinter sind, wenn ich das jetzt hier zuziehe, dass die das nicht kaputt machen. Deswegen stößt das darauf auf. Ja? Sieht schon aus. Das ist auch sehr wertig verarbeitet. Auch jetzt hier nochmal, das sieht der Zuschauer zwar, aber kann es eben nicht fühlen. Von der Haptik her, der Stoff, der ist sehr weich, der ist unterschäumt, das ist also weich. Wie so ein Flugzeug. Das ist jetzt ganz genau richtig. Das ist also jetzt nicht irgendwie so billig Hartplastik oder so. Das ist schon vernünftig gebaut. Auf eine Besonderheit muss man hinweisen, der 540er Malibu sowie auch die Fahrzeuge 600er Lowbed gab es früher mal. Die hatten immer diese 5 Kilogramm Gasflasche drin, ist ganz klar, weil das Bett ja tiefer ist. Kann ich hier keine 11 Kilogramm Gasflasche reinbauen, ist aber für gewöhnlich auch gut ausreichend. 2x5 dann? 2x5, selbstverständlich. Ja. Da liegt nochmal hier das sogenannte Spannbettlaken, was ja dann passend für die Matratzen halt ist. Ich kann auch hingehen beim 540er, wie auch beim 600er, kann ich das halt hier ohne Probleme, kann ich das hochklappen, kann das über diese Schnüre hier oben dann im Schrank befestigen. Hier kommen dann an diesen schwarzen Schnüren diese Streben hier rein, die hier stehen, wo jetzt die Matratzen drauf liegen. Und das Brett da vorne kann ich auch noch mal rausziehen. So kann ich am Wochenende auch im Supermarkt, im Baumarkt mein Baumaterial holen oder beim Mediamarkt mir einen neuen 100 Zoll Bildschirm holen. Die Heizung, wo ist die versteckt eigentlich? Genau, die Heizung sitzt, kann ich gerade hier jetzt am besten zeigen. Genau, die sitzt hier. Ja. Ja, das ist die Truma 6, wie gesagt. Da sitzt auch der Frostwächter, sitzt da unten links mit dem blauen Fähnchen drauf. Und auch das Ventil, um die Leitungen zu leeren. Ich will mal gerade rein. Also das ist die komplette Heizung, da wird auch das warme Wasser. Da wird Brauchwasser mitgemacht, genau. Da ist ein innenliegender Boiler drin dementsprechend. Und der Frischwassertank liegt, ich mache mal gerade eben zu, der Frischwassertank liegt beim Malibu auch im Innenraum. Der ist also auch komplett frostsicher, der kann also nicht einfrieren. Der liegt hier an der Seite. Hier verbaut drin. Okay. Ganz genau, zack. Der hat dann nur bei den Lowbed-Varianten im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen anstatt 100 Liter Frischwasser haben wir hier 90 Liter Frischwasser dran. Also ich fasse mal zusammen. Ja. Tolles Fahrzeug für ein Pärchen zum Beispiel, die ganz mobil sein wollen, die sagen, wir brauchen kein zweites Auto mehr oder das hier eins als Hauptwagen, ein kleineres Fahrzeug vielleicht nochmal, kann auch ein Elektrofahrzeug sein. Dann sollten sie nicht zu lang sein. Ich sag mal so, Tim, wenn du jetzt natürlich 2 Meter bist, dann wäre es vielleicht das falsche Auto. Man sollte mal Probe liegen, ihr habt ja viele Autos. Also das hier ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber ehrlich gesagt auf 5,40 Meter unglaublich viel zu bieten. Das heißt, du hast ein vollwertiges Badezimmer, du hast eine Küche mit drin, du hast Stauraum, du hast auch ein Transportfahrzeug, was du prima benutzen kannst. Kann mir schon vorstellen, dass die Leute darauf fliegen, oder? Auf jeden Fall. Ne? Also gerade das Kompakte an diesem Fahrzeug wird unglaublich geschätzt. Auch zusätzlich als Alltagsfahrzeug. Man bekommt überall einen Parkplatz. Man kann spontan in den Urlaub fahren. Also es ist für alles gesorgt hier. So, Tim, du bist ein großer Mensch von Leasing und Finanzierung. Wie viel wird im Moment oder wie viel wurde geleast beim Thema Kfz früher? Früher unglaublich viel. Ja, ist das hier ein Thema Leasing und Finanzierung bei euch? Finanzierung ja, zum Teil. Meistens geht es um etwas kleinere Summen, dann, die vielleicht dann noch zum Schluss fehlen. Aber Leasing kommt zumindest, habe ich das bisher noch nicht erlebt. Ja. Sehr selten, sehr selten. Ja. Okay. Weil das hier könnte ja schon ein tolles Fahrzeug sein, ich sag mal entsprechend pandemiebedingt, ob das ein Arzt ist oder ein Rechtsanwalt, der mal fährt, der das hier als Mobile Home nutzt. Ist das möglich? Also wenn die Leute das im Finanzamt abklären? Ja, das ist möglich. Ich hatte jetzt, da hast du da auch ein Video von gemacht. Ich glaube, du hattest den Titel gegeben, die Liebe seines Lebens. Der junge Mann fuhr ja auch mit seinem Carthago, hat er bei uns gekauft, ja auch zu den Kunden hin. Und er war dann irgendwo, wo dann irgendwie ein Stromausfall war oder so, dann hat man dann gerade mal die Konferenz im Carthago gehalten. Das gibt es immer mehr, ja. Also jetzt gerade durch die Pandemie gibt es viele, die auch tatsächlich oben
Alternativen sich bemüht haben, um ihre, ich sag mal, Gewerbstätigkeit weiter aufrechtzuerhalten. Da ist ein Reisemobil oder jetzt ein Kastenwagen natürlich ein idealer Ersatz, weil ich habe hier schon ein sehr bequemes Reisen, Pkw ähnlich, und habe trotzdem den Komfort, den ich irgendwo für mich selber benötige und auch in Anspruch nehmen möchte. Wenn ich jetzt sage, ich will den 45er haben, habe nicht ganz so viel Geld, wo geht's denn los bei dem, ohne Dach vielleicht? Also jetzt ohne Dach, wenn wir da ganz sparsam unterwegs sind, sind wir schon unter 60 unterwegs. Unter 60.000 brutto. Brutto, ja. 27. Juni 2022. Erstmal vielen Dank, Tim. Hier in Aldenhofen, das ist in der Nähe von Jülich, muss man auch sagen. Du hast jetzt wie lange bis nach Hause? Von hier? 20 Minuten. 20 Minuten, geht. Ja, auf jeden Fall. Total entspannt. Also wenn man herkommen möchte, du bist wirklich im Herzen Nordrhein-Westfalens, Fahrt Richtung Belgien, so kann man sagen. Eupen ist so die Ecke, oder? Genau, richtig. Ich habe ja hier die Autobahn 800 Meter, die A44 vor der Haustüre liegen. Autobahnabfahrt Aldenhofen. Einmal links gefahren, nochmal links, fährt man schon hier auf den Hof, direkt an der B56 gelegen. Und wir haben tatsächlich noch Malibus da, also nicht nur physisch auf dem Hof stehen, sondern ich habe das Glück gehabt, noch einige Malibus mir sichern zu können, sodass ich also gut glaube... Ich darf das mal zeigen. Du rennst immer hier mit dem Zettel rum, den du bitte nicht zeigst jetzt, aber vielleicht von weit weg. Von weit weg? Von weit weg. Das sind welche, die jetzt kamen. Das sind Fahrzeuge, die jetzt unmittelbar kommen. Das heißt also, die Fahrzeuge, die jetzt hier stehen, sind wie beim Juwelier. Die noch nicht abverkauft sind. Die noch nicht abverkauft sind. Das sind wie beim Juwelier die Auslage, die hier liegt jetzt. Und wenn er sagt, ich will den haben, dann kann er den sehr kurzfristig haben, sobald das nächste neue Fahrzeug eintrifft. Da sind wir glücklicherweise sehr gut aufgestellt. Ja, 25 Minuten trotzdem. Es war wichtig, den Tim mal ordentlich vorzustellen. Wir sehen uns in Düsseldorf am Caravansalon, da wirst du sein. Erkennbar an den roten Schuhen. Du bist ab jetzt Spezialist für Kastenwagen. Ab jetzt bin ich scheinbar Spezialist für Kastenwagen, genau. Für Katzenwagen. Genau. Ja, also der Tim macht im Schwerpunkt von Anfang an, hat er sich hier auf die Malibus gestürzt, auch mit viel Erfolg und viel Spaß. Das haben wir normalerweise immer ganz klar getrennt, wer bei uns was verkauft. Aber aufgrund, ich sag mal, der Situation ist bei uns Marine Caravaning offen. Jeder Verkäufer darf alles verkaufen. Der Tim macht auch sehr, sehr erfolgreich mittlerweile Carthago und ist auch sehr gut unterwegs. Auch die Fachkompetenz ist da, von daher alles gut. Also man wird ihn in Düsseldorf am Malibu-Stand treffen. Ich darf so viel schon verraten. Die hallentechnische Trennung, wie es sonst war, in Halle 15, Halle 16, die wird es dieses Jahr nicht geben. Malibu, Kastenwagen und Carthago steht zusammen in einer Halle auf einem Stand. Das heißt, es ist auch viel einfacher zu switchen. Tschüss Jungs, bis zum nächsten Mal bei Marine Caravaning. Ja. Und kauft ihm die Bude leer. Zettel nochmal halten. Da. Also ihr könnt's. Jeder schwarze Strich ist ein Auto. Jeder schwarze Strich ist ein Auto. Tschüss.